Hast du schon einmal eine Küchenwaage zum Stricken gebraucht oder nach Gewicht gestrickt? Dann habe ich hier was Spannendes für dich. Mein Name ist Katja Winnichner und in diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dieses schöne Tuch stricken kannst. Und dabei zeige ich dir auch, wann und wie die Küchenwaage zum Einsatz kommt. Dieses Tuch hat ganz viele Zacken und an jeder dieser Zacke habe ich am Ende eine Perle eingearbeitet. Und wenn dir diese Anleitung gefällt, dann zeig's mir mit einem Like und abonniere gerne meinen Kanal. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob du mit dieser Anleitung zurechtgekommen bist. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Anleitung. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Du beginnst hier und strickst hin und her. Dabei nimmst du beidseitig sehr stark zu. Wenn du ungefähr 1/5 deines Garns verbraucht hast, kommt die erste Teilung. Wenn du 2/5 deines Garns verbraucht hast, also die nächsten 1/5, kommt die zweite Teilung. Und wenn du 3/5 verbraucht hast, kommt die dritte Teilung. Und wenn du ungefähr noch 1/10 deines Garnes übrig hast, kettest du diese lange Kante ab. Dabei werden an den Zacken Perlen eingearbeitet. Am Ende habe ich noch eine Reihe fester Maschen an die obere Kante des Tuchs gehäkelt. Und wenn du nun wissen willst, wie das geht, dann zeige ich dir im Folgenden jeden einzelnen Schritt. Viel Spaß! Du benötigst das Garn. Ich habe hier eine Mohair-Seidenmischung genommen, Silke Print. Das ist ein Farbverlaufsgarn in Blautönen. Dieses Knäuel wiegt 50 Gramm und hat eine Lauflänge von 400 Metern. Dann habe ich ein paar Perlen passend zu diesem Garn. Das sind Rocaille-Perlen mit einem Durchmesser von 5,5 mm. Du brauchst eine Rundstricknadel, mindestens 80 cm lang, Stärke 4,5, passend zum Garn, 11 Maschenmarkierer und eine Küchenwaage, damit du kontrollieren kannst, wie viel Garn du übrig hast, bzw. wie viel Garn du schon verbraucht hast. Dieses Knäuel hat ca. 50 Gramm. Wenn ich das jetzt mal auf die Waage lege, ja ungefähr, ich teile diese Grammzahl jetzt durch 5. Das heißt, 1/5 dieses Garns sind 10 Gramm. Ich mache also die erste Teilung, wenn ich 10 Gramm verstrickt habe und noch 40 Gramm übrig habe. Die zweite Teilung, wenn ich 20 Gramm verstrickt habe und noch 30 Gramm übrig sind. Und die dritte Teilung, wenn noch 20 Gramm übrig sind. Du beginnst, indem du 5 Maschen anschlägst. Also ich mache eine Anfangsschlinge und schlage noch 4 Maschen an, so wie du das möchtest. Ich mache das immer ganz einfach. 5 Maschen, wenden und diese Maschen zurückstricken. Wenden. Nun folgt das eigentliche Muster. Ich stricke die erste Masche, mache einen Umschlag, stricke die zweite Masche, mache noch einen Umschlag und stricke bis ans Ende der Reihe. Wenden. Und auch in der Rückreihe stricke ich eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und bis ans Ende der Reihe. Jetzt komme ich hier zu den Umschlägen. Diese Umschläge stricke ich einfach ab, sodass sich Löcher bilden. Wenn du das nicht willst, kannst du die auch verschränkt abstricken. Also ich stricke die einfach, wenden und hier stricke ich wieder die erste rechts. Wir stricken ja das ganze Tuch kraus rechts, einen Umschlag, ein rechts, ein Umschlag und bis zum Ende der Reihe, wobei ich die Umschläge so stricke, dass sich Löcher bilden. Und das ist im Grunde alles, was du brauchst, um das erste 1/5 deines Garns zu stricken. Du nimmst in jeder Reihe, in der Hin- und in der Rückreihe, 2 Maschen zu. Das heißt, dass dein Tuch ziemlich schnell breiter wird. Da kann man die Löcher schon schön sehen. Das wird dann die obere Kante des Tuchs. Du strickst nun so lange, bis du 1/5
gestrickt hast und noch 80% deines Garns übrig sind. Und dann kommt die erste Teilung. Das Tuch ist nun schön gewachsen. Ich kontrolliere jetzt das Garn. Ich habe jetzt 1/5 meines Garns verbraucht. Jetzt kommt die erste Teilung. Dazu teile ich die Maschen, die ich habe auf der Nadel, durch 2. Das heißt, ich zähle alle Maschen und setze einen Maschenmarkierer in der Hälfte der Maschenanzahl. Es ist sinnvoll, wenn man einen Maschenmarkierer hat, den man öffnen kann. Ich mache das immer so, dass ich von der einen Seite anfange zu zählen. Dabei zählst du die Umschläge mit. Das hier sind jetzt 50 Maschen und jetzt fange ich an der anderen Seite an zu zählen und zähle diese 50 Maschen ab. Ich mache mir da auch nochmal einen Maschenmarkierer hin und jetzt ist es für mich ganz einfach, die Maschen zwischen diesen Maschenmarkierern auch noch aufzuteilen. Das ist circa die Hälfte der Maschenanzahl. Eine Masche mehr oder weniger auf einer Seite ist nicht relevant. Dann kann ich die wieder rausmachen. Das ist die Mitte meines Tuchs und jetzt kann ich mir noch den runden Anfang markieren, wenn ich das möchte. Dazu habe ich ein Stück Restgarn und fädel das mal auf der Seite durch so ein Loch durch. Das ist meine Hinrunde. Und jetzt stricke ich das Hauptmuster weiter, bis ich zu diesem Maschenmarkierer komme. Ich stricke eine rechte Masche, mache einen Umschlag, stricke die nächste rechts, einen Umschlag und dann alles rechte Maschen, bis ich zu diesem Maschenmarkierer komme. Ich bin jetzt an der Stelle, wo der Maschenmarkierer ist. Jetzt mache ich einen Umschlag, hebe den Maschenmarkierer auf die andere Seite, stricke eine Masche und mache wieder einen Umschlag und stricke bis ans andere Ende der Reihe. Was jetzt passiert hier, ist, dass ich mit dieser Masche eine Mittelmasche mache. Davor und dahinter gibt es einen Umschlag. An dieser Mittelmasche wird später beim Abketten die Perle hängen. Also ich stricke jetzt erstmal bis zum Ende der Reihe und dann kommt die Rückreihe. Im Muster weiter stricken, also eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und weiter bis zur Mitte. Ich komme jetzt zu dem Markierer und zu diesem Umschlag. Diesen Umschlag stricke ich wie die Randmaschen einfach ab, sodass sich ein Loch bildet. Und hier gilt auch, wenn du das nicht willst, verschränkt abstricken. Ich stricke also den Umschlag, dann stricke ich die Mittelmasche, hebe den Maschenmarkierer rüber, stricke auch diesen Umschlag einfach ab und nicht verschränkt und dann bis ans Ende der Reihe. Ich stricke eine rechte, einen Umschlag, eine rechte, einen Umschlag, eine rechte und so weiter, bis ich am Maschenmarkierer bin. Dann mache ich einen Umschlag, hebe den Maschenmarkierer über, stricke diese Mittelmasche, mache noch einen Umschlag und stricke bis ans andere Ende. Und das stricke ich jetzt hin und her, bis ich das nächste Fünftel meines Garns verbraucht habe. Also ich, in meinem Fall, möchte dann 30 Gramm auf der Küchenwaage sehen. Jetzt kommt meine zweite Teilung. Wie du siehst, ergibt das hier ein schönes Lochmuster. Und für die zweite Teilung zähle ich alle Maschen von der Mitte bis zum Rand und teile die Anzahl durch 3. Ich habe nun auf der einen Seite 104 Maschen gezählt und auf der anderen Seite 103 Maschen. Ich zähle jetzt von der Mitte 35 Maschen ab und setze einen Maschenmarkierer. Dann zähle ich wieder 35 Maschen ab
und setze wieder einen Maschenmarkierer. Und dann bleiben mir 34 Maschen übrig. Das macht aber nichts, weil ich nehme an den Markierern ja jeweils zu, aber auch am Rand. Dadurch wird dieses äußere Stück größer und hat mehr Maschen dann als die zwei mittleren Stücke. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite. So, ich habe jetzt 5 Maschenmarkierer auf meiner Nadel. Du hast deine Maschen aufgeteilt, dort wo du bei deinem Garn gelandet bist. Was du jetzt noch machen kannst, ist den Anfangsfaden ein bisschen nachrutschen. Dazu ziehe ich den wieder raus. Und jetzt kann ich weiter stricken. Ich bin ja wieder am Anfang der Hinrunde und stricke jetzt wie gehabt die erste rechts, dann einen Umschlag, die zweite rechts, einen Umschlag und dann bis zum Maschenmarkierer. Mache jetzt hier einen Umschlag, hebe den Maschenmarkierer auf die andere Nadel, stricke diese Masche, das wird jetzt meine Mittelmasche, mache einen Umschlag und stricke weiter, bis ich zum nächsten Maschenmarkierer komme. Das gleiche Prinzip, einen Umschlag, Maschenmarkierer überheben, dann die Mittelmasche stricken, einen Umschlag und weiter stricken bis zum nächsten Maschenmarkierer. Und so geht das fort, bis ich auf der anderen Seite bin. Und auf der Rückreihe strickst du alle Maschen rechts und die Umschläge entweder einfach oder verschränkt. Und so strickst du, bis du 1/5 deines Garns verbraucht hast. Ich habe jetzt noch ca. 2/5 meines Garns und jetzt kommt die dritte Teilung. Ich bin wieder am Anfang der Hinrunde und muss nun noch 6 Maschenmarkierer verteilen. Diese Markierer kommen immer genau in die Mitte zwischen den Markierern, die ich schon auf der Nadel habe. Ich zähle von Maschenmarkierer zu Maschenmarkierer, teile die durch 2 und setze genau in der Mitte einen neuen Markierer. Am Rand mache ich das genauso. Ich zähle alle Maschen, die ich noch bis zum Rand habe und setze in der Mitte den Markierer. Also ich mache das wieder so, vom Markierer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Halte hier mal fest. Und von hier weg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hier einer weg, da einer, da einer, da einer, da einer, da einer, da einer. Und schon bin ich in der Mitte. Und dort setze ich einen Markierer auf die Rundstricknadel. Und so verteile ich jetzt alle Markierer. Auch hier in der Mitte. Hier an den Rändern sind natürlich mehr Maschen auf der Nadel als zwischen den anderen Markierern. Es sind jetzt alle Maschenmarkierer gesetzt und du kannst jetzt weiter stricken. Wenn du willst, kannst du dir deinen runden Anfangsfaden noch versetzen. Ich lasse den jetzt hier. So sieht das jetzt aus. Und ich werde jetzt an jedem Maschenmarkierer zunehmen. Und zwar in gewohnter Weise. Also am runden Beginn stricke ich die erste Masche, mache einen Umschlag, stricke die nächste, mache einen Umschlag. Also diese Zugaben bleiben bis zum Schluss erhalten. Ich stricke jetzt wieder, bis ich zu dem ersten Markierer komme, mache einen Umschlag, hebe den Markierer rüber, stricke die Masche, was jetzt meine neue Mittelmasche wird, mache einen Umschlag und stricke weiter bis zum nächsten Markierer. Ich komme an den Markierer hin, mache einen Umschlag, hebe den Markierer über, stricke die Mittelmasche, mache einen Umschlag und stricke weiter bis zum nächsten Markierer. Und dann stricke ich so lange, bis ich noch ungefähr 1/10 meines Garns übrig habe. Wenn ich nachher diese lange Strecke abketten muss, brauche ich noch ordentlich viel Garn. Das kommt jetzt auch immer darauf an, welches Garn du verwendest und welche Lauflänge dein Garn hat. Also ich habe ja hier eine Lauflänge von 400 Metern, also wird mir wahrscheinlich 1/10, das heißt 4 bis 5 Gramm dieses Garns reichen zum Abketten. Wenn du eine Lauflänge von 600 Metern hast, brauchst du entsprechend mehr, weil dann dein Tuch auch größer wird. Vielleicht kannst du das auch aus deiner Erfahrung raus abschätzen. Ich stricke jetzt noch, bis ich ca. 5 Gramm übrig habe. Die Küchenwaage brauchst du jetzt nicht mehr, die kannst du jetzt wieder zum Backen verwenden. Und ich werde jetzt das Tuch an der langen Kante abketten. Ich bin jetzt hier wieder auf der Hinrunde, du kannst aber natürlich auch auf der Rückrunde abketten. Du kannst
entweder Perlen einarbeiten oder auch einfach abketten ohne Perlen. Ich zeige dir jetzt die Variante mit den Perlen. Die erste Perle kommt ja schon an diese Ecke und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Perlen auf die Masche zu kriegen. Die erste Möglichkeit ist mit Hilfe einer Häkelnadel. Ich kann also, wenn das Loch groß genug ist, mir eine Perle da drauf auf die Häkelnadel fädeln und dann mit dieser Häkelnadel die Masche abheben und die Perle auf diese Masche ziehen. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, wenn zum Beispiel du so eine Häkelnadel nicht zur Verfügung hast oder das Loch etwas kleiner ist, je nachdem was für Garn du verwendest, gibt es noch die Möglichkeit, mit sowas zu arbeiten. Das sind 2 Nadeln, die ich mit einem Faden verbunden habe. Nehme jetzt die erste Masche runter und die hängt dann da auf dem Faden drauf und dann nimmst du eine Perle und fädelst diese Perle auf diese Nadeln drauf, entweder gleichzeitig oder einzeln. Meistens, wenn es ein schmales Loch ist, natürlich dann getrennt. Und dann kannst du mit dieser Hilfe die Perle auf die Masche auffädeln. Das Ergebnis ist das gleiche. Vielleicht weißt du auch noch eine andere Methode. Das geht so ganz gut. Ich beginne jetzt einfach abzuketten. Es ist wichtig, dass ich diese Masche am Anfang stricke, damit die Perle wirklich genau in der Ecke sitzt. Und dann hängt die Perle wirklich genau an dieser Ecke. Damit diese Abkettkante später nicht spannt, werde ich alle 5 Maschen einen Umschlag machen und den extra abketten, damit meine Kante schön elastisch bleibt. Und so machst du das, bis du zum Maschenmarkierer kommst. Und dann zeige ich dir, wie ich die nächste Perle auffädle. Den Maschenmarkierer kann ich jetzt entfernen, den brauche ich nicht mehr. Und hinter dem Maschenmarkierer befindet sich die Mittelmasche. Damit die Perle später genau auf dieser Mittelmasche sitzt, werde ich die auf die vorhergehende Schlaufe fädeln. Das mache ich wieder mit Hilfe der Nadel. Ich fädel also die Perle auf die Masche. Dann ziehe ich den Faden wieder etwas an und kette diese Masche ab. Ich kette noch ein paar mehr ab, damit man das sieht. Und jetzt sitzt die Perle eigentlich genau auf dieser Mittelmasche. Du kettest jetzt einfach weiter ab und machst das bei jedem Maschenmarkierer genauso. Bis zum Ende der Runde und diese letzte Perle zeige ich dir nochmal. Du kommst also jetzt an das andere Ende und kettest alle Maschen ab, inklusive der letzten Masche. Und auf die letzte Masche kommt die letzte Perle. Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst durch diese Schlaufe nochmal den Faden ziehen, hier abschneiden und den Faden vernähen und dann ist dein Tuch fertig. Ich mache jetzt noch eine Häkelkante an die obere Kante des Tuchs. Das kommt auch immer darauf an, ob du noch Wolle übrig hast oder ob du noch Lust hast. Ich nehme jetzt hier dazu eine Häkelnadel und nehme diese Schlinge gleich auf und ziehe das ein bisschen an und fange direkt an, feste Maschen hier an diesem Rand entlang zu häkeln. Lieber mal eine Masche mehr einarbeiten. Wichtig ist es, dass diese Kante etwas elastisch ist. Und so mache ich das jetzt, bis ich wiederum am anderen Ende bin. Dabei komme ich auch an der Stelle vorbei, wo ich angefangen habe. Da hängt ja noch der Faden dran vom Anfang. Den kann ich dann gleich so hinlegen und mit einhäkeln. Dann brauche ich den später nicht mehr zu vernähen. Dabei kann ich natürlich auch diesen Anfangsrundenmarkierer rausnehmen. Und dann ist das Tuch im Grunde fertig, muss ich noch vernähen